Ja, genau. Die Quellen teilen diesen Lernsprint in 4 ziemlich klare Phasen ein. Ganz wichtig ist dabei, von Anfang an eines zu verstehen: Es geht hier nicht darum, nach 30 Tagen Deutsch wie ein Muttersprachler zu sprechen. Das wäre schlicht nicht realistisch. Vielmehr soll eine wirklich solide Basis geschaffen werden. Der Fokus liegt klar auf Struktur, auf Disziplin, ja, und auf ganz spezifischen Techniken. Okay, Phase 1. Das Fundament bauen. Tage 1 bis 7. Und die Quellen beschreiben diese erste Woche als ziemlich intensiv. Ein großer Fokus liegt demnach auf der Aussprache. Da werden explizit die Umlaute genannt, Ä, Ö, Ü und auch das deutsche R. Interessant, dass das so früh kommt, finde ich. Empfohlen werden dafür Tools wie Vorvo, um die richtige Aussprache zu hören, und Nachsprechübungen, also Shadowing. Richtig, dieses frühe Kümmern um die Phonetik ist strategisch sehr klug gewählt in den Quellen. Eine gute Aussprache, ein gutes Gehör, das legt halt den Grundstein für alles Weitere, auch fürs Hörverständnis. Gleichzeitig soll man, so steht es da, direkt mit dem Kernwortschatz anfangen. 300 bis 500 Wörter. Und zwar mit diesen Spaced Repetition Systems, kurz SRS, wie Anki oder Memrise. Ja, diese Systeme sind sehr effektiv. Sie basieren auf der Idee, Vokabeln genau dann wieder abzufragen, wenn man sie fast vergessen hätte. Das zwingt das Gehirn sozusagen, die Information tiefer zu verankern. Und ein wichtiger Punkt, den die Quellen nennen: Substantive immer sofort mit dem richtigen Artikel lernen. Der, die, das. Absolut entscheidend im Deutschen. Das spart später enorm viel Korrekturaufwand. Dazu kommen dann noch die Grammatikgrundlagen, einfacher Satzbau, Nominativ und Akkusativ. Puh, also das ist wirklich ein strammes Programm für nur 7 Tage. Das ist es. Und die Quellen betonen zusätzlich noch die passive Exposition. Sich also einfach dem Klang der Sprache aussetzen. Zum Beispiel durch deutsche Kindersendungen oder Anfängerpodcasts wie Coffee Break German. Das Gehirn gewöhnt sich an den Klang, an die Melodie, auch wenn man noch nicht alles aktiv versteht. Es erkennt Muster. Gut. Nach diesem Fundament geht es dann in Phase 2. Das sind die Tage 8 bis 15. Hier sollen laut den Quellen Kernkompetenzen entwickelt werden. Und jetzt wird's aktiv. Tägliches Sprechen ist angesagt, auch wenn es noch sehr unperfekt ist. Es werden Plattformen wie italki oder Tandem vorgeschlagen, um Gesprächspartner zu finden. Aber ist das nicht furchtbar frustrierend am Anfang, wenn man kaum einen Satz rausbekommt? Naja, die Quellen argumentieren hier klar. Früherer, fehlerhafter Output ist besser als gar keiner. Es geht primär darum, die Sprechangst zu überwinden, einfach mal anfangen und das Gelernte in ganz simplen Dialogen anzuwenden. Begrüßungen, einfache Fragen stellen, sich vorstellen. Okay, also ins kalte Wasser springen sozusagen. Parallel dazu soll man mit dem Lesen einfacher deutscher Texte beginnen. Genannt werden die langsam gesprochenen Nachrichten der Deutschen Welle oder auch Anfängerlektüren wie Dino lernt Deutsch. Genau, das verstärkt den Wortschatz und die Satzstrukturen im Kontext. Man sieht, wie die Sprache funktioniert. Und grammatikalisch wird es jetzt auch anspruchsvoller. Der Dativ kommt hinzu, also die Antwort auf die Frage wem, Modalverben wie können, müssen, wollen und auch die oft etwas kniffligen trennbaren Verben. Ah ja, die trennbaren Verben. Ein Klassiker. Man sieht also, hier in Phase 2 geht es stark um die Integration. Richtig. Die 4 Kernfähigkeiten hören, sprechen, lesen und auch schon erstes einfaches Schreiben werden hier zusammengeführt. Der Übergang von passivem Wissen zur aktiven Anwendung steht im Mittelpunkt. Dann kommt Phase 3, Tage 16 bis 23. Das Stichwort hier: immersive Praxis, also eintauchen. Und die Quellen schlagen da ja ziemlich radikale Schritte vor. Das Handy und alle Apps auf Deutsch umstellen zum Beispiel. Empfehlen, die Texte zu analysieren. Das Ziel dahinter ist klar. Man soll die Sprache nicht mehr nur lernen, sondern in ihr leben. Möglichst viel Input in der Zielsprache bekommen, in allen Lebensbereichen. Dazu kommt dann fortgeschritteneres Sprechen, zum Beispiel in Rollenspielen. Und das Lesen längerer Texte. Da ist sogar von Kafka, Kurzgeschichten oder Artikeln aus der Spiegel die Rede. Das klingt nach einem gewaltigen Sprung, oder? Von Dino lernt Deutsch zu Kafka in so kurzer Zeit? Das ist ambitioniert, keine Frage. Aber
Das ist ja das Prinzip der Immersion. Man wird gefordert. Es geht darum, nicht mehr nur über die Sprache nachzudenken oder ständig im Kopf zu übersetzen, sondern zunehmend in der Sprache zu denken und zu agieren. Das Analysieren von Medieninhalten, das Schreiben von kleinen Zusammenfassungen, das schult genau diese Fähigkeit. Man lernt, Informationen auf Deutsch zu verarbeiten und auch wiederzugeben. Die Sprache wird zum Werkzeug. Verstehe. Es ist also ein Training, die Sprache aktiv zu nutzen, nicht nur passiv zu konsumieren. Eben. Es ist anspruchsvoll, ja, aber laut den Quellen der effektivste Weg, die Sprache wirklich zu internalisieren. Und dann kommt die letzte Woche. Der Endspurt, Phase 4, Tage 24 bis 30. Der Feinschliff. Hier geht es darum, gezielt an den eigenen Schwächen zu arbeiten, sei es Aussprache, Grammatik oder fehlender Wortschatz. Richtig. Man soll reflektieren, wo habe ich noch Schwierigkeiten und dann gezielt üben. Die Quellen schlagen vor, reale Kommunikationssituationen zu simulieren. Eine E-Mail auf Deutsch schreiben, an einer einfachen Debatte teilnehmen, vielleicht eine kurze Präsentation halten. Der Fokus verschiebt sich hier klar auf die funktionale Kompetenz. Kann man die Sprache tatsächlich für konkrete Aufgaben im Alltag oder Beruf nutzen? Darum geht es. Es ist das Polieren der erworbenen Fähigkeiten und die Vorbereitung auf die praktische Anwendung. Der Wortschatz soll in dieser Phase auf etwa 1500 bis 2000 Wörter anwachsen. Und es sollen auch erste Redewendungen dazukommen. Wie das Beispiel, es liegt mir auf der Zunge. Ja, das macht die Sprache lebendiger und natürlicher. Wichtig ist laut den Quellen auch die abschließende Selbsteinschätzung. Man könnte zum Beispiel Übungstests auf dem Niveau A1 oder vielleicht sogar A2 vom Goethe-Institut machen. Das hilft, den eigenen Fortschritt realistisch einzuschätzen und zu sehen, wo man nach diesen intensiven 30 Tagen steht. Und es gibt Hinweise, was die nächsten logischen Lernschritte sein könnten. Gut, fassen wir das mal zusammen. Was bedeutet dieser 30-Tage-Plan nun für Sie als Zuhörer? Es ist ganz klar ein hochintensiver Sprint, das muss man sich bewusst machen. Es ist keine gemütliche Lernreise. Das realistische Ergebnis, das die Quellen nahelegen, ist nicht perfektes, fließendes Deutsch, sondern eine solide, funktionale Basis, auf der man dann weiter aufbauen kann. Genau, das ist der Kernpunkt. Eine gute Grundlage schaffen. Die Strategien dafür sind klar strukturierte Phasen, konsequente Nutzung von Lerntechniken wie SRS fürs Vokabular und Shadowing für die Aussprache. Dann die wichtige Mischung aus aktivem Üben, also Sprechen und Schreiben, und passiver Immersion. Und die Integration aller 4 Sprachfertigkeiten von Anfang an. Aber es erfordert enorme Disziplin und Zeit. Die Quellen sprechen durchweg von einem täglichen Zeitaufwand von 3 bis 4 Stunden. Jeden Tag. 30 Tage lang. Ja, die Intensität und die konsequente Struktur scheinen hier der Schlüssel zum Erfolg dieses Ansatzes zu sein. Das ist sicher nicht für jeden Lerntyp oder jede Lebenssituation geeignet. Aber für Sie als Lerner könnte dieser sehr strukturierte, intensive Ansatz vielleicht auch für andere Wissensgebiete interessant sein. Immer dann, wenn es darum geht, in kurzer Zeit möglichst viel Grundwissen oder eine Basis zu schaffen. Das bringt uns zu einer letzten Frage, einer abschließenden Überlegung, die Sie vielleicht für sich mitnehmen möchten. Ist solch ein intensiver Lernsprint auf Dauer motivierend, weil man schnell sichtbare Erfolge hat? Oder birgt er nicht vor allem die große Gefahr des Ausbrennens, der Überforderung? Was wiegt für Sie persönlich schwerer, der Reiz des schnellen, messbaren Fortschritts oder ein vielleicht langsameres, aber dafür entspannteres, möglicherweise freudvolleres und nachhaltigeres Lernen? Eine Frage zum Nachdenken.